Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE Kanal. Heute habe ich mal ein Thema, das habe ich schon öfters gehabt, digitale Tachograph. Wie stellt man Out of Scope ein? Wie stellt man Fähre und Zug ein? Und wofür dient es überhaupt? Ganz kurz und gemütlich versuche ich euch das mal zu erzählen, zu demonstrieren. Wenn euch das interessiert, genau, was müsst ihr machen? Genau, dranbleiben. Also, nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, dann fangen wir mal direkt an. Wir im Reisesektor, ich bin jetzt hier auch in dem Setra Doppelstock hier drin, deswegen kann ich das hier auch vorführen. Wir müssen alles dokumentieren, was wir machen, was wir fahren, wie viel Kilometer, wann haben wir Pause gemacht, wie lange haben wir Pause gemacht und das natürlich 28 Tage. Das wird auf unseren digitalen Fahrerkarte alles gespeichert. Nur die Einträge, wie machen wir das? Ich hatte schon mal einen Film darüber gemacht, Einträge. Könnt ihr euch hier anschauen nochmal. Aber heute wollen wir Out of Scope und Fähre und Zug euch näher bringen, beziehungsweise an dem Gerät euch zeigen. Im Linienverkehr, was wir nebenbei ja auch noch hier bei Fehlingreisen haben, bis Linienkilometer von 50 Kilometern Linienlänge braucht ihr keine Fahrerkarte reinlegen. Die werden im Dienstplan schon die ganzen Pausen und so ausgezeichnet. Da gibt es eine ganz andere Regelung. Also deswegen braucht ihr auch keine Fahrerkarte einlegen und ihr könnt fahren. Das ist aber wie gesagt Ausnahme hier nur bei den Linienfahrten. Jetzt kommen wir zu dem Out of Scope. Was hat das damit zu tun? Wenn ihr aber jetzt nicht im Dienst seid und das Fahrzeug muss vom Standort, wo es gerade ist, zu einer Werkstatt gebracht werden, dann bewegt ihr das Fahrzeug ja auch. Und das muss ja auch irgendwie zu begründen sein, wenn ihr angehalten werdet. Und deswegen kann man dieses Out of Scope einstellen. Das zeige ich euch gleich. Die andere Geschichte ist eben halt mit der Fähre. Wenn ihr mit der Fähre unterwegs seid, sagen wir mal, das habe ich so oft schon gehabt, England, und du hast gerade deine Pausenzeit oder deine Ruhezeit zum Beispiel und die Fähre, die ist gerade gekommen, aber du musst auf die Fähre. Sonst müsstest du das ja unterbrechen, dann gilt das ja nicht als durchgehend 9 Stunden, 10 Stunden. Das kann man mit dem Symbol eben halt Fähre oder im Zug. Es gibt ja auch natürlich durch einen Tunnel und so, Bus kann man auch auf den Zug tun, drauf fahren. Das könnt ihr natürlich auch einstellen. Und so, wenn wir das jetzt einstellen, wie wir das einstellen, erzähle ich euch jetzt hier an dem Gerät, damit es nicht langweilig wird. Auf geht's! Ich hoffe, das blendet nicht und wir können das hier gut sehen. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt gerade die Zündung an. Es ist keine Karte drin. Ja, so werdet ihr es vorfinden, wenn ihr gerade in der Bettruhe sagt, zum Beispiel, wir wollen jetzt Out of Scope einstellen. Dann gehen wir hier auf OK. Einfach mal auf OK drücken. Dann kommt als erstes direkt Fahrzeug mit der Pfeiltaste nach unten. Einmal, zweimal, dreimal. Dann erscheint Fahrzeug. Ja, und dann Fahrzeug auf OK drücken und dann seht ihr Out of Scope nennt sich das, beginnen. Ja oder nein, natürlich wollen wir das, drücken wir auf OK und gespeichert. Damit könnt ihr jetzt fahren, ohne dass angezeigt wird, es ist keine Fahrerkarte drin. Wenn ihr dann angekommen seid und ihr wieder verlassen wollt, das gleiche nochmal. Oder beziehungsweise so sieht es dann aus. Ich gehe nochmal zurück hier. Funktion verlassen. Da seht ihr das Schild hier. Schild sage ich schon. Bezeichnung. Out of Scope ist eingestellt. Und ihr könntet jetzt fahren. Anstatt, normalerweise war ja hier Fahrer 1, also die Karte eben halt. Aber jetzt Out of Scope. Ihr wollt jetzt aber aus dem Out of Scope wieder rausfahren. Einfach wieder auf OK drücken. Erscheint wieder Fahrzeug. Wieder mit dreimal hier runter. Fahrer 1, Fahrer 2. So, und dann Fahrzeug, jetzt erst.
Out of Scope Ende, ja, wollen wir, gespeichert. Und wenn wir da rausgehen, Menü verlassen, jetzt seht ihr wieder dieses Symbolschild, was wir am Anfang hatten. Out of Scope ist weg. So, jetzt eine andere Variante. Wir sind jetzt in Dover oder in Dünnkirchen oder Calais und wir warten auf die Fähre. Aber wir haben noch 2-3 Stunden eigentlich Ruhezeit. Wir wollen aber jetzt auf die Fähre drauf. Dann wäre das ja unterbrochen und wird nicht mehr als ununterbrochene 9 Stunden Ruhezeit oder beziehungsweise 10 oder 11 erscheinen. Und um das zu verhindern, können wir jetzt natürlich auf Fähre oder Zug einstellen. Wie machen wir das? Dann versuche ich euch jetzt mal zu zeigen, wie wir Fähre-Einstellungen machen können. Das gleiche wie vorhin, einfach mal hier auf Fahrzeug. 1, 2, 3. Wenn Fahrzeug angezeigt wird, dann auf OK drücken. Hier war ja, was wir vorhin gehabt haben, Out, aber hier können wir jetzt anstatt OK noch einmal runterdrücken. Ja, da erscheint jetzt Fähre oder Zug. Beides gleiche Symbol. Da könnt ihr auch das Schiff-Symbol sehen. Dann drücken wir einfach auf OK und gespeichert. Und wir können jetzt, gehen wir hier wieder raus, dann seht ihr das auch. Hier oben links, rechts, ich muss seitenverkehrt gucken, da seht ihr jetzt Schild, das Schild sage ich schon, das Symbol für Schiff, das Fähre oder Zug eingestellt ist. Und ihr könnt jetzt halbe Stunde, habt ihr Zeit, eben halt das Fahrzeug zu rollen und dann auf eine Fähre abzustellen. Wenn es einmal eingestellt ist, oben könnt ihr ja sehen, es gibt, der schaltet sich automatisch nach einer halben Stunde, weil man darf ja nur halbe Stunde, ist also nicht komplett, Fahrzeug bewegen. Wir haben jetzt abgestellt, es ist auf Bettruhe und wenn man dann losfahren will nach einer halben Stunde, ist dieses Symbol dann auch weg. Und das zeichnet eben halt diese halbe Stunde auf, dass wir auf der Fähre waren. Dann läuft die Pause, die Bettruhe eben halt weiter. Das können wir auch noch mal gucken. Ihr werdet jetzt sagen, ja, vielleicht kriegt man das ja doch hin. Habe ich versucht, aber das geht nicht. Könnt ihr gucken. Fahrzeug hatten wir ja gesagt. 1, 2, 3 war ja Fahrzeug. Dann nochmal drücken. Out of Scope, da haben wir ja nicht. Wir haben ja die Fähre. Wenn ihr jetzt nämlich runter geht auf Fähre, da könnt ihr hier auf OK drücken, wie viel ihr wollt. Da passiert nichts. Ne? Einfach nur wieder zurück. Einmal eingestellt, bleibt es auch eingestellt. Es sei denn, ihr müsst jetzt wieder vorrollen oder zurückrollen. Dann müsste das Symbol automatisch ausgehen. Wir legen jetzt mal Gang rein hier. Ich bin immer noch in dem Setra. Wir fahren mal einen Meter vor. Im Moment, wenn ich jetzt angerollt bin, müsste das Symbol eigentlich weggehen. Mal schauen. Jetzt ist das Symbol weg. Wie gesagt, wenn ihr dann angerollt seid, geht es dann von alleine weg. Dann müsst ihr das zur Not wieder neu ansetzen. Wie gehabt, einfach nur hier auf OK drücken. Fahrzeug 1, 2, 3 bei Fahrzeug. Nochmal OK. Und Fähre oder Zug. Beginnen, gespeichert. Und jetzt ist das Symbol wieder drin. So, dann hätten wir es durch. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen wieder was dazu beibringen. Man lernt nie aus, Leute. Immer neue Sachen, neu lernen. Es gibt jetzt ja noch ganz, ganz neue Varianten. Da kann die Polizei oder beziehungsweise BAG, ja, wenn die an einem vorbeifahren, das schon alles auslesen, was ihr gefahren habt. Und wenn die sehen, ach, der hat ja schon überzogen, können dich dann sofort anhalten, ohne überhaupt auf Verdacht. Ne? So wissen die sofort, ah, okay, den können wir jetzt schnappen. Ich weiß nicht, wann das offiziell wird, aber sowas ist im Umlauf, so ein Gerücht. Ich glaube, die sind auch schon auf dem Markt. So, war ein kurzes Video. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ich irgendwas vergessen habe, könnt ihr ruhig ergänzen, unten natürlich in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das kommt ja Sonntag raus, Restwochenende sagen wir mal. Man sieht sich dann wieder auf den anderen Kanälen.
oder demnächst wieder mit einem neuen Video hier auf Busfahrschule. Oe! Ciao Leute!